Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld. Und wie ihr schon sehen könnt, hinter mir ist das, woran wir heute weiterbauen werden. Und zwar werden wir heute wieder am Häuserblock weiterbauen. Wir haben im letzten Update hier in der Straße weitergearbeitet. Da ist mir inzwischen aufgefallen, dass ich da noch mal was ändern muss, denn ich habe die Schienen aus Versehen zu hoch eingebaut, warum auch immer mir das passiert ist. Aber das machen wir heute noch nicht, denn das werden wir alles aufreißen, wenn wir auch die Verkabelungen machen. Wir werden nämlich in absehbarer Zeit hier alle Fahrzeuge auf diesem Modul hier vorne beleuchten. Wir haben jetzt schon den Wagen hier beleuchtet. Die anderen werden auch noch beleuchtet. Wir werden die Stromversorgung verlegen und die Straßenlaternen einbauen. Das ist eins der nächsten Videos, vielleicht schon das nächste Update, das übernächste. Kommt drauf an, wann alles ankommt, was ich dafür brauche. Ich habe alles bestellt. Was wir aber heute machen werden, ist, dass wir hier am eigentlichen Gebäudekomplex weiterarbeiten werden. Dabei möchte ich heute primär schauen, dass ich hier oben die erste Wohnung anfange, und dazu habe ich mir, ihr habt es ja aber schon mitbekommen, ich habe ja das Fab 5 Set hier gekauft, damals zu einem sehr guten Preis. Ich habe es inzwischen nochmal gekauft, gebraucht, ihr seht, ich habe es jetzt hier einmal und hier nochmal, zu einem sehr, sehr guten Preis, ich glaube unter 50 € für das ganze Set, wenn man bedenkt, dass der UVP, glaube ich, 100 € ist. Ich finde, es ist ein sehr gutes Set, um es auszuschlachten für so eine Sache. Und heute werde ich vor allem auch hier daran arbeiten. Vielleicht auch ein bisschen Beleuchtung, vielleicht bauen wir auch eine Bandweite. Ich weiß es noch nicht. Es kommt auch an, wie viel Zeit mich die einzelnen Sachen kosten, die ich machen möchte. Und ansonsten, wie weit wir kommen. Aber wir werden auf jeden Fall an den Gebäuden heute weiterbauen. Primär, denke ich, drüben an der Kanzlei. Und wir schauen einfach mal, wohin es uns heute führt. Und im besten Fall kommen wir relativ weit, bis der Umzug passiert. Da wäre ich sehr gerne so weit, dass das Gebäude ganz gut vorangekommen ist. Auch wenn ich glaube nicht, dass es fertig sein wird. Denn der Plan ist weiterhin, dass wir Mitte März umziehen können, sodass wir anfangen können, drüben die Stadt neu aufzubauen. Am besten Fall zu meinem Geburtstag. Ich habe es ja schon mal angesprochen, dass ich mir selber als Geburtstagsgeschenk mache, so Richtung 19. März, dass ich hier mit der ganzen Stadt umziehen kann. So viel dazu. Gleich kommt die Werbung und danach geht es hier los mit dem Bauen. So Leute, ich habe jetzt erstmal eins von den beiden Sets komplett aufgebaut. Das andere hatte ich ja schon angefangen gehabt auszuschlachten für den Bau unter anderem der Brickbank, der modifizierten. Und so sieht das Set im Prinzip aus, wenn es fertig ist. Ich finde vor allem sehr schön, dass diese Fliesen hier tatsächlich bedruckt sind für den Teppich. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und auch sehr viele von Einrichtungsgegenständen. Hier sind natürlich sehr viele Aufkleber verbaut, aber zum Beispiel die Herdplatten sind auch bedruckte Teils. Und das gefällt mir als Grundlage schon mal sehr, sehr gut, um jetzt hier drüben anzufangen, hier oben die erste Wohnung einzurichten. Da werde ich jetzt einiges davon nutzen. Ich werde es ein ganzes Stück umbauen, denke ich. Vielleicht auch schon mal ein bisschen beleuchten heute. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Ich muss sagen, es hat ziemlich lange gedauert, das hier zu bauen. Ich habe nebenbei noch was anderes gemacht, aber es ist gar nicht so schnell, wie man denkt. Es sind sehr, sehr viele von den Mauersteinen drin. Das ist natürlich auch super praktisch. Und ich habe mal nachgeschaut, der Part-Out-Value, also der Wert der ganzen Steine aus diesem Set, wenn man sie einzeln bei Bricklink kaufen würde, bzw. verkaufen würde, liegt bei ungefähr 195 €. Das ist tatsächlich ziemlich viel. Vor allem, wenn man denkt, dass zwar der UVP 100 ist, ich dafür aber ungefähr nur 50, 60 €, je nachdem, welches von den beiden Sets man bezahlt habe, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Die Figuren sind auch sehr nett. Habt ihr jetzt natürlich alle doppelt, aber das macht eigentlich auch gar nichts, weil ich finde auch die bedruckten Elemente sehr schön. Die kann man auch mit anderen Figuren nutzen. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal hier drüben weiter und fangen jetzt an, hier oben die Wohnung einzurichten. Also, bis zum nächsten Cut. So, wie ihr sehen könnt, habe ich angefangen, das jetzt hier langsam zu demontieren. Ich habe auch das andere Set jetzt geöffnet und das weiter ausgeschlachtet. Und wenn wir jetzt mal hier rüber gehen, wundert euch nicht, ich habe hier oben die Etage jetzt mal runtergenommen, damit ich hier besser dran arbeiten kann. Und das ist der aktuelle Stand. Ich habe die Küche jetzt hier drüben. Ich habe mir überlegt, dass die Küche und der Wohnraum ein großer Raum hier sein werden, so eine Art Loft in der Richtung. Und zwar habe ich jetzt hier die Küche etwas vergrößert, indem ich einfach noch Teile genommen habe aus dem zweiten Set. Dadurch konnte ich jetzt hier so einen L-förmigen Küchenblock machen. Hier wird die Wand dann noch hochgezogen. Hier in der Mitte ist die Kochinsel mit dem Herd. Das Ganze habe ich so ausgerechnet, dass man von außen reinschauen kann. Ihr müsst jetzt denken, das hier drüben sind die Fenster, die sagen hier drüber sind. Also das ist sozusagen jetzt falsch rum. Dann ist hier eben der Balkon, den kennen wir ja schon, habe ich ja schon mal gebaut. Inzwischen auch mit Tür, denn ich habe inzwischen eine Tür nachbestellt. Und ich habe jetzt hier angefangen, dieses Sofa in diese Richtung zu machen, sodass der Fernseher dann hier hinkommen wird. Andersrum wäre es komisch gewesen, man hätte nämlich der Fernseher irgendwann irgendwelche Fenster verdeckt. Und das ist natürlich nicht die Sache, die ich mir vorgestellt habe.
Ansonsten ist die Idee, dass hier noch eine Säule hinkommt, um das Ganze eben ein bisschen die Decke zu halten. Ich habe diese Lampe hier verkabelt, da geht das Kabel hier runter. Ich fand es eigentlich ganz okay, das Kabel offen zu haben, denn es ist ja auch in der Realität da vielleicht ein Kabel. Das habe ich dann unter dem Teppich weitergezogen, um das dann irgendwann anschließen zu können. Ansonsten ist die Idee, dass jetzt hier der Fernseher noch hinkommt. Mal schauen, ob ich den irgendwie beleuchte, dass es ein bisschen realistischer aussieht. Und ansonsten habe ich hier auch angefangen, so Parkett zu bauen, die Blumen, also die Pflanzen hinzumachen. Ich habe ein bisschen was von den Bildern an die Wand gebracht, die ja mit in dem Set dabei sind. Ansonsten versuche ich jetzt einfach hier so weit wie möglich das weiterzuziehen. Ich werde dann hier irgendwo noch eine Wand reinziehen, wahrscheinlich hier, um eben diesen Raum abzutrennen, weil dann ja natürlich noch im nächsten Modul hier drüben wird dann noch ein Schlafzimmer auf jeden Fall kommen, ein Bad und was sonst noch so ist. Aber jedenfalls ist das der große Wohn- und Essraum. Den möchte ich auch auf jeden Fall so behalten. Ich glaube, es sieht auch ganz gut aus, wenn man dann von draußen reinschauen kann. Aber ich merke, ich rede schon wieder zu lange. Auf jeden Fall lasst euch sagen, das sieht vielleicht jetzt nicht nach viel aus, aber auch wenn man jetzt hier das Set da drüben nur ausschlachtet, muss man hier doch einiges umbauen, sich überlegen. Und ja, mir gefällt es auf jeden Fall bisher und ich baue jetzt weiter und wir schauen im nächsten Cut an, wie das Ganze sich so entwickelt hat. Ein Blick auf den aktuellen Stand und ihr wundert euch vielleicht, warum ich diesmal gar kein kommentiertes Speedbild mache. Das ist einfach eine Sache, das ist einfach so kleinteilig und ich bastel sehr viel daran rum und die Kameraperspektive müsste ich dauernd ändern, weil es eben so ein sehr beengter Raum ist. Deshalb machen wir heute kein kommentiertes Speedbild, aber vielleicht beim nächsten Mal wieder, je nachdem, was wir machen. Aber ihr seht jetzt schon, ich habe hier einiges geschafft. Hier vorne der ganze Bereich, der Wohnbereich hier vorne ist gut vorangekommen. Auch die Wand hier hinten ist fertig. Und ich habe jetzt einfach mal provisorisch hier mal ein Kabel angeschlossen. Das wird ja später dann seinen Strom bekommen, wenn das eben da drauf ist mit dem Konnektor, der da hinten zu sehen ist. Da ich momentan hier baue, habe ich es einfach jetzt mal hier an dem 6er Konnektor angeschlossen. Übrigens, wie immer verkabel und beleuchte ich hier alles mit den Produkten von meinem Beleuchtungspartner Illuminator Bricks. Dazu findet ihr einen Link oben rechts im Video oder unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr über meinen Link dort bestellt, dann bekomme ich noch eine kleine Provision, wird für euch jetzt nicht teurer. Und wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, dann bekommt ihr, egal was ihr bestellt, immer 5%, nur so als kleiner Hinweis. Aber zurück zum eigentlichen Thema. Hier die kleine Lampe brennt inzwischen. Ich schaue mal, ob ich das ein bisschen anders machen kann, wenn ich hier mal ein bisschen das Licht zur Seite drehe. Man sieht es ein bisschen, man wird es später besser sehen. Nochmal, wenn wir später schauen. Und hier vorne der Fernseher, da habe ich jetzt so ein bisschen so 2 Blinklichter eingebaut. Und ich habe den Aufkleber abgezogen. Der war eigentlich auf so einer schwarzen, komplett schwarzen Fenster aufgeklebt. Ich habe dann ein bläuliches Fenster genommen, weil ich dachte, das bringt diesen bläulichen Ton dann nochmal besser. Und dahinter sind 2 Blinklichter, die so in einem unregelmäßigen Abstand blinken. Die Kabel gehen momentan einfach hier hinten aus der Wand raus. Das lasse ich wahrscheinlich auch so. Aber ich glaube, das bringt so einen schönen Fernseheffekt, vor allem wenn man dann später mal von draußen reinschauen kann. Ansonsten habe ich hier vorne nochmal einen Teppich gebaut, im gleichen Stil wie den. Ich habe ja noch ganz viele Teile davon übrig gehabt, weil ich ja, wie gesagt, das Set zweimal habe. Und ansonsten ist hier jetzt alles soweit hier mit dem Parkett gefliest. Ich habe noch ein paar Möbel eingebaut, die sich so angeboten haben. Die Tür hier, die wird mal im nächsten Modul hier rüber zum Schlafzimmer in diesem Apartment führen. Und das hier drüben wird das Bad werden. Also wir werden wahrscheinlich ungefähr hier vorne irgendwo im nächsten Modul den Eingang haben. Das Ganze müssen wir mal schauen, wie viel Platz da hinten noch ist. Das wird auf jeden Fall das Bad. Falls wir noch viel mehr Platz haben, kommt hier vorne noch ein Zimmer rein. Ich dachte mir auf jeden Fall, dass das Schlafzimmer ein Raum sein sollte, der vielleicht dann doch noch ein Fenster bekommt, während das Bad natürlich auch ein Innenraum sein kann. Notfalls gibt es ja relativ oft. Was ich jetzt noch machen muss, ist auf jeden Fall hier die Wand fertig bauen. Hier haben wir noch den Kühlschrank. Den Raum hier drin machen wir heute noch nicht. Dann kommen hier noch diese ganzen Barhocker hin, die im Set dabei waren. Und wir werden die Küche noch, ich nehme an, mit weißen Tiles fließen, einfach um da noch ein bisschen andere Struktur reinzubringen. Dann hier oben noch alles fertig machen und dann sind wir, denke ich, mit diesem großen Teil dieses Apartments fertig. Und ich muss sagen, mir gefällt es wirklich sehr, sehr gut. Es ist deutlich besser geworden, als ich gedacht hatte. Und ich baue jetzt auf jeden Fall weiter und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal an. Ich denke, es wird dann vielleicht schon der finale Cut sein. Und wie ihr sehen könnt, ist das Apartment-Modul hier im Gebäude soweit fertig für heute. Ich habe jetzt noch
die restlichen Teile gebaut, die restlichen Wände. Ich habe Minifiguren reingesetzt und ich habe die Verkabelung jetzt wieder so umgebaut, dass es über den Kontaktkonnektor läuft, also dass man das Modul einfach abnehmen kann, ohne dass man jetzt irgendwie Kabelsalat bekommt. Der Konnektor ist hier unten drunter und bringt dann in dieses Modul Strom. Das bedeutet momentan nur hier die Lampe und den Fernseher. Die Beleuchtung für die Küche ist eine Deckenbeleuchtung, das heißt, die hängt am nächsten Modul. Das steht jetzt da hinten. Das ist noch nicht mit einem Konnektor verbunden, sondern hängt jetzt direkt am Kabel. Das liegt daran, dass ich momentan keine weiteren Konnektoren da habe. Ich habe die schon bestellt, das heißt, es wird in absehbarer Zeit umgebaut. Aber wir können jetzt hier nochmal reinschauen, wie das Ganze aussieht. Hier sind noch 2 Minifiguren dazugekommen. Der Fernseher leuchtet, den fände ich eigentlich ganz gut, auch mit dem Blauton. Und hier ist die fertige Küche. Ich habe jetzt noch ein bisschen was übernommen von dem, was eben im Set vorhanden war. Und das hier ist die Säule, die habe ich hier oben mit so einem Element verbunden. Das liegt einfach daran, dass die Säule dann auch einfach stabil hier drin ist. Und ich muss sagen, mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Und ich werde jetzt gleich nochmal einen Cut machen und das Modul dort hinten aufsetzen, damit wir hier auch richtige Beleuchtung haben in der Küche. Ansonsten seht ihr jetzt hier nochmal ein paar nähere Details. Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit dem, wie es geworden ist. Und ich mache jetzt hier einen Cut. Ich setze das oben drauf und dann schauen wir das Ganze an, wie es hier von außen aussieht. Und hier sehen wir das finale Ergebnis für heute. Ihr seht, da drüben ist jetzt Licht in der Küche an und das Ganze hat jetzt deutlich mehr Leben wieder, würde ich sagen. Wir können mal hier so ein bisschen durch die Fenster schauen, dann sehen wir hier die Couch, hier hinten mit dem Fernseher, der hier leuchtet. Dann können wir hier ein bisschen zur Seite gehen, dann sehen wir hier nämlich die Lampe, die hier steht. Und wenn wir dann so rüber gehen langsam, sehen wir hier in die Küche hinein, wo die beiden hier gerade kochen. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich bin auf jeden Fall froh, dass dieser Abschnitt jetzt fertig ist. Ich muss sagen, es hat wirklich Stunden gedauert, das hier zu bauen. Ich habe erstmal ewig gebraucht, das Set zusammenzubauen. Das ist nämlich auch länger, als ich dachte. Dann alles hier wieder auseinanderzunehmen, die Verkabelung, die Beleuchtung. Also wirklich, das ist ein Projekt, das einige Zeit gedauert hat. Ich gehe mal hier mit euch ein bisschen außen rum. Aber ich muss sagen, hier mit dem Fernseher, das gefällt mir auf jeden Fall auch sehr gut. Und man muss bedenken, später wird man ja von hier drauf schauen können, von Seiten des Flusses. Und dann kann man hier sehr schön reinschauen und sieht dann hier, wie der Fernseher an ist. Ich glaube, das ist ein ganz nettes Highlight. Auch als wir hier zurückgehen, hier unten die Beleuchtung ist natürlich auch noch nicht ganz fertig. Wie gesagt, Straßenbeleuchtung, Fahrzeuge etc. machen wir in einem der nächsten Update-Videos. Kommt darauf an, wann ich die ganzen Materialien bekomme. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem, was wir heute geschafft haben. Ich hoffe, es gefällt euch. Und wenn es euch gefällt und ihr weitere Updates sehen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo da, gerne auch die Glocke aktivieren, einen Daumen nach oben, ebenso wie ein Kommentar. Hilft natürlich wie immer, das ganze Projekt hier zu unterstützen, dass es wachsen kann. Und dann würde ich nicht mehr so viel sagen, sondern vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für eure Treue, bleibt gesund, viel Spaß beim Selberbauen natürlich und dann bis zum nächsten Mal hier in der Brickworld. Tschüss!